Hallo liebe Freunde, Juri aus Sibirien grüßt euch ganz herzlich. Danke für das Einschalten, danke, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video möchte ich euch noch einmal die Wohnsiedlung Усадьба Марьино bei Novosibirsk zeigen. Ja, auf meinem Kanal gibt es zwar schon einige Videos davon, aber ich beschloss trotzdem noch ein Video zu machen. An dem Tag war das Wetter so schön, ich beschloss doch noch einmal durch die Siedlung zu gehen, oder besser gesagt, durch die Hauptstraße mit dem Namen Kedrovaya Straße. Auf dieser Straße befindet sich das Haus meiner Gastfamilie, bei der ich Mitte September 2 Wochen lang gewohnt habe, solange sie in der Türkei waren. Ich musste auf die Haustiere aufpassen, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und in diesem Video möchte ich euch wieder über das Leben in Sibirien erzählen. Wenn ihr diese Siedlung noch nicht gesehen habt, dann bleibt bitte dran. Hoffentlich findet ihr auch ein Interesse am Leben bei Novosibirsk. Also los geht's. Noch einmal möchte ich Folgendes sagen. Bei Novosibirsk, wo ich gewohnt habe, gibt es 3 Siedlungen, die in Betracht zum Wohnen gezogen werden können. Die billigere heißt Lebyaje, die Wohnsiedlung Усадьба Марьино, die ihr jetzt im Video sehen könnt, ist die mittelteure Siedlung, würde ich mal sagen, und die teuerste heißt Solovje. Die sieht wirklich wie in Deutschland aus. Also wenn man dort zu Fuß geht, dann bekommt man den Eindruck, man wäre irgendwo in Deutschland oder in den USA. Auf dem Kanal gibt es auch einige Videos von dieser teuren Siedlung Solovje. Bitte anschauen, wenn verpasst. Und während meines Aufenthaltes in Novosibirsk, besonders die 2. Woche, hat das Wetter super toll mitgespielt. Das war der richtige goldene Herbst. Die Deutschen sagen dazu Altweibersommer. Und jetzt, als ich nach Irkutsk zurückkam, darf ich dieselbe Wärme noch einmal genießen und erleben. An dieser Woche haben wir in Irkutsk wirklich den richtigen goldenen Herbst. Draußen haben wir fast jeden Tag plus 20 Grad. Die Blätter sehen sehr bunt und dabei schön aus. Aber ab Montag wird es leider kühler, deswegen muss man jeden Tag jetzt genießen und ich mache so viele Videos wie möglich, um euch diese Videos später zu zeigen. Also noch einmal möchte ich über die 3 große sibirische Städte erzählen. Das habe ich schon einmal gemacht, aber möchte noch einmal wiederholen, denn zu viele neue Abonnenten sind auf meinem Kanal zugestiegen und ich möchte einige Sachen noch einmal wiederholen oder etwas Neues sagen. Also ich beginne mit Novosibirsk. Diese Stadt ist ziemlich groß, 1,5 Millionen Einwohner, etwa so. Novosibirsk gilt als Sibirien Hauptstadt, hat U-Bahn. Die U-Bahn wird leider nicht ausgebaut. Es ist jetzt so, in dem Zustand, wie es vor 10 Jahren die letzte U-Bahn-Station gebaut wurde. Der Bau der U-Bahn kostet wirklich sehr viel Geld. Und Novosibirsk zieht auch viele junge Menschen an, denn es gibt sehr viele Universitäten und Lehranstalten in der Stadt. Viele Jugendliche ziehen in die Stadt, zum Beispiel aus Kemerovo, Omsk, Tomsk, Barnaul, auch aus Irkutsk kommen viele junge Leute nach Novosibirsk, um dort zu studieren oder um eine Arbeitsstelle aufzunehmen. Und bei diesem Besuch war ich von der Stadt nicht so begeistert. Etwa vor 2 Jahren war ich dort bis vor kurzem und kann jetzt vergleichen. Ja, man muss ehrlich sagen, die Stadt Novosibirsk hat sich ein bisschen verbessert, was die Straßen angeht, und die Bürgersteige wurden auch ausgebessert. Aber so gesehen gibt es dort keine Bäume. Fast alle Bäume wurden irgendwie entfernt. So sieht es aus. Und Novosibirsk hinterlässt so keinen angenehmen Eindruck jetzt. Also die Stadt hinterlässt den Eindruck eines Ortes aus Stahl und Beton.
Und in der Nähe gibt es leider keine schöne Natur. Ja, es gibt zwar den Wald oder kleinere Flüsse, aber die sind so nicht so schön, nicht so beeindruckend. Ja, man kann immer außerhalb der Stadt fahren und dort irgendwo die Natur finden. Das ist ja gar kein Problem. Man kann sich immer irgendwo draußen außerhalb der Stadt entspannen und von der Stadthektik ausruhen. Aber so wie der Baikalsee oder wie das Altaigebirge, sowas Beeindruckendes gibt es leider in der Nähe nicht. Zum Beispiel bis zum Altaigebirge muss man etwa 8 Stunden mit dem Auto fahren. Das dauert ja ziemlich lange, muss man ehrlich sagen. Ja, Novosibirsk hat mir nur damit gefallen, dass es dort viele Einkaufszentren gibt. Ja, kein Spaß. Dort kann man einkaufen gehen. Die Auswahl an verschiedenen Waren, an der Kleidung ist riesig. Ja, ich mag sowas. Ich stehe auf so interessante Kleidungsstücke. Gefällt mir manchmal, durch ein Einkaufszentrum zu gehen und für sich etwas auszusuchen. Und das ist vermutlich für mich jetzt der einzige Vorteil von Novosibirsk: Shopping, Einkaufen. Für 3 Tage ist Novosibirsk zu diesem Zweck ausreichend. Das ist vermutlich alles, was ich von dieser Stadt sagen wollte. Ja, es gibt auch großen Flughafen, das möchte ich nochmal betonen. Und von Novosibirsk aus kann man auch in viele Richtungen fliegen. Früher hatte die Fluggesellschaft S7 ihren Sitz in Novosibirsk, aber jetzt nicht mehr. Der Sitz wurde nach Moskau verlagert. Und ja, die Immobilienpreise sind in Novosibirsk vorteilhaft niedriger als in Irkutsk zum Beispiel. In der Stadt wird sehr viel gebaut. Die Auswahl an Angeboten an neuen Wohnungen ist groß. Und deswegen bei Konkurrenz gibt es immer bessere Preise. Jetzt möchte ich noch ein paar Worte über die Stadt Krasnojarsk sagen. Dort lebt mein Bruder Ivan und ich besuche die Stadt Krasnojarsk ziemlich oft und kenne sie auch nicht schlecht. Diese Stadt gefällt mir leider nicht so sehr. Das ist so eine mittelgroße Stadt, obwohl die Bevölkerungszahl auch die Marke 1 Million übersteigt. Momentan wird in Krasnojarsk die U-Bahn gebaut. Früher gab es die U-Bahn überhaupt nicht. Jetzt ist das so etwas Neues, was kommt. Der Vorteil von Krasnojarsk ist der große und majestätische Fluss Jenisej und auch kleine Berge oder große Hügel umgeben die Stadt. Die sehen auch ziemlich schön aus. Aber so die Stadt an sich ist auch chaotisch bebaut. Es gibt das historische Zentrum, wo auch alte Bauten und Häuser zu sehen sind. Historische Gebäude, sie verleihen der Stadt so ein angenehmes Gesicht. Das muss ich zugeben. Aber so außerhalb, ein bisschen weiter vom Stadtzentrum, da gibt es sehr viele Neubauten aus Stahl und Beton. Und es gibt keine Planung, so ist mein Eindruck. Viele Häuser sind so nebeneinander chaotisch bebaut und im Sommer bei der Hitze ist das gar kein Spaß, in der Stadt zu bleiben. Das habe ich schon mehrmals erlebt und finde das sehr fürchterlich. Also kein Spaß dabei. Krasnojarsk ist für diejenigen interessant, die dort eine gesicherte Arbeitsstelle bekommen oder Kontakte vor Ort haben. Geld und Liebe sind 2 Magneten oder 2 Motivationen, die einen ins Ausland bringen können. Noch ein paar Worte möchte ich über Irkutsk sagen, wo ich mich momentan aufhalte und wo ich jetzt weiter leben und bleiben will und werde. Die Stadt Irkutsk ist nicht groß, also die Bevölkerungszahl beträgt 600.000 Einwohner. Das ist eine historische Stadt, ist über 100 Jahre alt, oder besser gesagt 464 Jahre alt, hat die Stadt in diesem Jahr gefeiert. Im Stadtzentrum gibt es sehr viele Holzhäuser. In der Mitte ist die Stadt zum Glück nicht so chaotisch bebaut. Es gibt sehr viele historische Gebäude und Bauten, die unter Denkmalschutz stehen, und das ist sehr vorteilhaft. Sie werden nicht abgerissen, werden ab und zu manchmal
renoviert und saniert. Viele Touristen kommen in die Stadt. In der letzten Zeit wurden in Irkutsk sehr viele neue Hotels gebaut. Viele Touristen kommen aus Asien, und zwar aus China. Auch die Russen reisen jetzt sehr viel nach Irkutsk wegen dem Baikalsee. Der Baikalsee ist natürlich ein großer Magnet für alle, die die Natur lieben. Und zum Beispiel, der Baikalsee liegt nur 1 Stunde Autofahrt von der Stadt entfernt. Vom Zentralmarkt pendelt ein Minibus auf russisch Marschrutka. Man kann dann für ein paar Stunden zum Baikalsee hinfahren. Also man kann sich von der Stadthektik innerhalb eines Tages ausruhen. Ich mache das auch ab und zu. Auf dem Kanal gibt es schon einige Videos von meinen Ausflügen zum Baikalsee im Dorf Listwanka. Bitte anschauen, wenn verpasst. Zu finden sind sie in der Playlist Baikalsee. Also Irkutsk ist für diejenigen interessant, die wirklich die Natur lieben und in der Natur leben wollen. Außerdem befindet sich die Stadt Irkutsk weit weg von der westlichen Grenze Russlands. Das heißt, im Fall eines Krieges mit NATO oder sowas kann der Ort ziemlich sicher zum Überleben sein. Und in der Nähe gibt es auch viele Dörfer, wo man ein Grundstück mit Haus kaufen kann. Es gibt bei Irkutsk auch moderne Wohnsiedlungen, aber die Preise sind so, es gibt teure, es gibt günstigere, also man muss suchen. Es gibt interessante Angebote, aber ich weiß, viele Europäer wollen so auf dem Lande leben in einem eigenen Familienhaus. Also das Angebot ist ziemlich groß. Auf jeden Fall muss man etwa mit 40.000, mit 50.000 Euro rechnen für den Kauf eines so anständigen Hauses. Es gibt natürlich billigere Angebote, aber dann bekommt man so ein verfallenes altes Babuschka-Haus, das noch Investitionen braucht. Also liebe Freunde, soweit von mir für heute. Hoffentlich habt ihr jetzt einen Eindruck von den 3 sibirischen Städten bekommen. Habt ihr weitere Fragen zu diesem Thema, dann könnt ihr eure Fragen gerne in die Kommentare schreiben. Ich beantworte sie ganz gerne, wenn ich die Zeit dazu habe. Danke, dass ihr mit meinem Kanal weiterbleibt. Ich hoffe, euch geht's gut so im Alltag. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute. Bis dann.